Hello, international friends. Today's show is very important. This video is translation interpretation of the previous video. We are working on a seal, and it's the text is very small, but it's also very juicy. It comes from Agios Onufrios, Greece. Okay, deriving from, as always, CMS volume 2 and number of artifacts A and B, two sides. Then there is something very interesting. The datation, early Minoan, dates back to 2300 BC at its earliest, up to 1900 1900 BC to its latest. This is very important to keep it in mind. We will see why. And the group of scientists who worked on the CMS, they say writing undefinable. So it's unclear to them if this is a writing at all. Okay, let's start very quickly. This red is as you see a woman's form, and it should be read as vo, right? Then it touches this sphere. You don't go here, you go here to this yellow sphere because it's being touched, which is stu. This V-like form is, as you know, sa, ta, the orange one, and this is a me. Okay, so up to here we have vos, tu, sa, ta, me. Nice. Then, how does it happen? You start again in a clockwise manner. So, ta, e, this is not an A, it looks like an A, but it designates a building. So it is E, next to it is a V, next to it is a yo, ta, again, just like here or here, but it's reversed. Now this one is a nu, and it's very interesting. Next there is a sa, and then in the middle there is this sphere, stu. So basically, what does it say? Vos thysanda mi thai vionda nusasto. So, the one who sacrificed bulls, don't see him as he will be alive to be sick, let's say. Okay, let's see them one by one, because the verb forms are very interesting and sometimes unusual. Okay, let's start from this verb, this thai. This is very interesting. Comes from a verb thou, laconic sao, and the lexicon just leads you back to thaume, right? I admire something, I'm being impressed by something. Or even I watch him. I wish you that you will never see him being sick, let's say. You can say that too. So, thai might be strange, but it's nothing new. Vionda, but in classical Greek there is no diphthong here. You only have a iota, right? But here you have it as an epsilon iota, and apart from the lexicon, you should not forget that it is vivere with an e, ve in Latin, right? Veome and viome. Epic form. I'm about to leave.
Τι νη βίωμε σεφ αποτεθνιώτος. Why am I still alive since you are dead? According to someone, it's a verb, a future form of VO with iota, as you know it from classical Greek. And this phenomenon happens also in another verb, according to them, kio. And according to other voices, this is a subjunctive form that plays the role of a future, though. Okay, whatever, but it derives from an old verb, some kind of an ancient verb, vio, or better said, from the root v, vita iota, from which comes vios, life, vio, I live, and according to others it comes from a stem va, just like veno, and originally it meant I'm walking or I'm turning around. So that's very, very deep, but it's also very interesting. Mi thai vionda. Now, nusasto, nusos is nosos. You can find it in Ionian Greek, also in the classical scriptures, nothing new. I'm just showing it. Instead of nosos. And it means sickness, let's say. Okay? But some people, in some, let's say, texts, see it as a more general term in the sense of something bad happening. Whatever it is, these are the very important facts about it. And now comes the really interesting part. If you go back to this datation, then you will see that this kind of form is a more initial form of what we later call Phoenician alphabet, which is not an alphabet, it's a syllabary. So, the Phoenician forms can very easily have derived from here. Now you should ask me, or ask generally, yes, but you see the Phoenicians say that this turned around alpha derives from the cattle, let's say. There is a bull with the horns on it, but Greeks don't picture it like that. Yes, there is this tradition, but you should not forget that there are many traditions and many simplifications in manners that people would not probably foresee. What do I mean? For example, when we say in Greek, you write it with an epsilon, our epsilon is very similar, as you know, to the English U. We say you write it with a small cup, meaning that epsilon is like a cup. Or we say that you write it with a walking staff, meaning that iota looks like a walking staff reversed. So the tradition about the derivation from a bull does not mean that the historical derivation of the Phoenician forms has come from this script. It just maybe a way that people used to come by with simplifications, very folkloric, vulgar simplifications about the script. So yes, this is it. It's really short, but it's also very, very important. Not just because it's very early, but also because it maybe shows us the beginning of a new way, which is now associating the Phoenician script
with the Minoan. By the way, I told you that it was found in Agios Onufrios Pyrgotisis. It is, but where does this place exist? It's in Crete. That's very important if you want to localize, and you can use this as a further proof about the, let's say, the change or the evolution of the Phoenician script with basis the Minoan script. Anyways, I would like to thank our kind photographer, Themis, and until next time, I wish you all the best. Hallo unsere internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung des vorherigen Videos, das sich mit einem Artefakt aus dem Corpus der minoischen und mykenischen Siegel Band 2 dieser Nummer beschäftigt. Und es ist ganz interessant, obschon es ganz kurz ist, weil einerseits es sehr früh verfasst wurde. Also diese frühminoische ist von 2300 vor Christus bis 1900 vor Christus. Es ist eine ganz frühe Epoche und es ist aus Stettin im Agios Onufrios Pyrgotisis gefunden, also Griechenland. Und das, was ganz interessant ist, aus der Seite der Mitarbeiter, der Leuten, die miteinander mitarbeiten für die Verfassung des CMS. Also das Interessante ist die Tatsache, dass es hier das steht, also Schrift undefinierbar. Es ist doch eine Schrift. Hier gibt es eine rote Frau. Wo? Dann liest man das und nicht das, sondern das, weil das genau diese Frau sozusagen berührt. Also diese gelbe Sphäre ist Stu. Ja, dann Sa, Ta, nichts Neues. Alle diese Dinge stehen hier auf die Tabelle, auf die Tafel. Und letztlich Me. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite will man so und dann so lesen. Nämlich Ta, nochmal, Jo, Io, Ta, nochmal. Das ist umgekehrt, aber genau wie hier oder hier auch, aber das spielt keine Rolle echt. Es bleibt ein Ta. Nu, genau wie hier, oder auf die Tafel, wenn Sie wollen. Hier, dieses zweite. Und, ja, wir waren hier. Nu, dann nochmal Sa und letztlich innerhalb dieses Kreises steht genau dieses Stu. Ha? Gut. Was sagt es hier? Ich habe vergessen zu sagen, dass es in Kreta gefunden war. Ja, Agios Onufrios Pyrgotisis, das liegt in Kreta. Und das ist eine ganz wichtige Information. Bald werden wir sehen, warum. Was steht? Thesanta. Denjenigen, der Stier geopfert hat, mi, nicht, Thai, se. Das ist eine sozusagen Imperativform. Vionda, im Leben zu sein, nusasto. Nusasto mit Krankheit. Was bedeutet das? Ich wünsche, dass du den Mensch, der Stiere geopfert hat,
nicht siehst, erkränkt zu sein. Aber wie kommt man zu diesem Fazit? Es gibt viele, mit dem ersten Blick hat man die Pflicht, diese Dinge zu erklären. Also, was soll das heißen, dieses Thai? Warum sagen wir, dass es sehen bedeutet? V, lakonische Form, sau, und das gleiche mit dem Verb thaume, nämlich thaume, Entschuldigung, Futurform thysome, dorische Form thasome, Aorist, also Ethasamin, ich bewundere etwas, ich werde von etwas überrascht, aber auch Theome, ich sehe etwas. Also nicht sehe, Vionda, im Leben zu sein, das ist der Lebende sozusagen, direkt übersetzt, aber hier würde man bemerken, naja, wenn das eine Form des Verbes vio ist, warum steht hier mit einer Diphthonge, also epsilon j, warum steht hier nicht einfach, schlicht und einfach dieses j vom Anfang an? Wir sollen das sehen. Hier. Veome, wie auch viome mit epsilon j, epische Form, ich werde leben. Beispiel aus Roma. Τι νιβίομαι σεφ αποτεθνιώτος. Warum lebe ich noch, da du ausgestorben bist? Für einige Leute ist es eine Futurform des vio, des bekannten Verbes für leben. Und das Phänomen, das hier das Wandelphänomen, das hier stattgefunden ist, sehr ähnlich zum Phänomen, das mit dem Verb kio passiert ist. Für andere ist es eine Subjunktivform, die als Futur benutzt wird. Es stammt aus einer Art von altem Verb und benutzten wir, oder besser ausgesprochen aus einer Wurzel wie Vita J, aus der Vius und Vio, also das Leben und Leben als Infinitiv, als Verb stammen. Für andere Leute stammt das aus einer Wurzel va, Veno, ich gehe. Und anfangs bedeutet es, ich gehe. Letztlich, nosasto. Naja, aber das Verb im klassischen Griechischen ist noso mit Omikron. Es gibt kein Omikron Y, kein U hier. Es sollte geben. Doch. Nosos, ionische Form, auch in der klassischen Literatur, ist das, was breiter bekannt als Nosos ist, also die Krankheit oder allgemeiner gesagt der Pech, alles was negativ ist. Also, nochmal, was sagt es? Ich wünsche dir, dass du den Mensch, der Stiere geopfert hat, nie krank sehen wirst. Relativ komplexe Syntax, aber das Merkwürdige ist nicht das. Das Merkwürdige ist die Tatsache, dass diese Zeichen sehr ähnlich im Vergleich zu den phönischen Zeichen sind und man kann
doch mit Sicherheit sagen, dass die phönizischen Zeichen, dass die phönizische Schrift eine Tochterschrift der minoischen ist. Naja, wird man sagen, aber zum Beispiel für dieses Zeichen, das liest man nicht als A, sondern als Ä. Aber abgesehen davon, die Theorie über die phönizische Schrift sagt, dass ja, das war ursprünglich ein Stierkopf. Also gibt es einen Stier und zwei Horne auf dem Kopf. Was ist jetzt passiert? Solche Derivations- oder sozusagen Origomythen über die Schrift kann man sagen und das kann doch wahr sein, aber das bedeutet nicht, dass es keine Beziehung steht zwischen diesen zwei Schriften. Also heutzutage benutzen wir auch solche sozusagen Mythen über unsere Schrift. Zum Beispiel, wenn man das griechische Y benutzt, sagen wir, du wirst das mit dieses Wort mit der Tasche schreiben. Wir nennen dieses Y Tasche. Oder wir sagen, du wirst dieses Wort, dieses I mit dem G-Stock schreiben. Mit einem G-Stock schreiben. Was bedeutet G-Stock? Jota. Es ist wie ein umgekehrter G-Stock. Und entsprechende Dinge findet man überall in der Welt, natürlich. Aber solche Meinungen können vielleicht tauglich sein, historisch tauglich sein. Sie können andererseits möglicherweise nicht tauglich sein, umorientierend. Aber abgesehen davon, diese Frage hat nichts mit der Frage des Ursprungs der Schrift zu tun, nämlich es ist erstreitend hier, dass diese Schrift so ähnlich ist. Aber früher. Das ist sehr beeindruckend. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich bedanke unseren Fotografer Themis. Und bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.